Hey ihr da draußen, seid ihr gerade am Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Naschen? Nichts, lieber zur Seite für die nächsten 2 Minuten. Ich habe hier halt mehrfach gesagt, ja, was soll ich das denn machen? Ich bin 90% meiner Freizeit bei dir. Habe auch Freunde belogen, Familie belogen, in Anführungszeichen. Nichts Schlimmes, Kleinigkeiten. Für das Girl, verstehe ich, ja. Aber schon auch so. Ich denke, ihr wisst, wie es weitergeht, ne? Ja, krank im LKW ist immer scheiße. Richtig, richtig scheiße. Und vor allem kotzend im LKW. Gott sei Dank war die Scheißerei nicht ganz so wild. Aber meine Fresse, ey. Paar Mal angefallen zum Kotzen und kommst natürlich zu spät. Da hat Gott sei Dank keiner gemeckert. Aber als ich gesagt habe, ich wollte nach Hause, naja, da war natürlich, ne? Ach, wenn ich das alles erzählen würde, wäre ich von meinem Job los, ne? Also bin ich weitergefahren. Hab irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, ich bin überhaupt nicht krank. Wer aber so hardcore ist und sich dieses Video mit Ton angucken möchte und auch vom zweiten Mal kotzen, beim dritten Mal habe ich nicht mehr auf den Knopf gedrückt, der kann sich das angucken mit Ton, schön, volle Pulle, also voll die Sturmflut, hätte ich fast gesagt, also das war schön. Das wird aber ein nicht öffentliches Video werden, das bedeutet, ihr könnt es nur über den Link aufrufen, der in der Beschreibung steht, im Kommentar steht, und ich werde das Video am Ende dieses Videos einblenden. Wer trotzdem drauf klickt und hinterher kotzen muss, dann seid ihr selber schuld. So Leute, ich wünsche euch was. Werdet bloß nie krank. Mein größter Tipp, ne, im Fernverkehr, werdet bloß nie krank. Ja, Intro. Ja, jetzt fahr weiter! Du blöde Uschi, ey! Kannst den Blinker ausmachen. Kannst den Blinker ausmachen. Kannst den Blinker ausmachen. Links abbiegen auf die A1, dann in die nächste Straße links abbiegen. A1 ist gesperrt. Wechselt links abbiegen auf die A1, dann in die nächste Straße links abbiegen. Machst du ein bisschen zu, oder? Ja, das ist so ein dummes Stück Scheiße, ey, weißt du das? Unmöglich, ey. Unmöglich. Man sollte dir diese wilde Tür abfahren, zuerst. Erst wollte ich noch sagen, oh, Juhu, der hat ja richtig schön Gas gegeben. Man hat ja gehört, wie er hier nochmal runtergeschaltet hat neben mir. Aber dass er dann natürlich nicht in der Lage ist, seine Spur zu halten. Das ist für Poppes.
JD mitführen bei der Geschichte dieses Preises Citizen Dates. Junge. Ebenso unser Kritiker Helmut Böttiger. Scherst du so auch ein, oder was? Die deutsche Sprache und Dichtung sehr gefördert. Was machen die denn da jetzt überhaupt? Schön Abstand halten, das ist wichtig. Also ich jetzt. Jetzt fahren die da schon auf 2 Spuren. Der drängelt den da förmlich rüber. Das kann ja nicht wahr sein. Sind die Leute gestört, ey. Hier geht's mal wieder ordentlich bergab und wenn man den Tempomaten ausmacht und nicht bremst, sondern einfach rollen lässt, dann wird so ein LKW verdammt schnell. Völlig verlassen, wie Bahnstraßen. Meine Fresse, wie viel fährst du? Der Komm, unaussprechliche. zeig's mir an, wie viel fährst du? 112. Die Nacht war voller Gefahren. Völlig schmerzfrei, ey. Jetzt ihre Arbeit. Schatten, der Meisterdieb, von dem in der Wendung die Legenden berichteten, er sei der Stadt. Hui! Noch so ein Flieger! Hände gefallen. Jawohl! Eine Legende Was ist da los? Ich bin ein freier Na, komm. und schulde Marco. Oh, auch 112. Du hast es dasselbe. 113. Juhu. Oh, was haben diese eilig, Leute? Was habt das eilig? Immer noch 111. Jetzt ist er weg. Alter, ich weiß das nicht. Ich verstehe das nicht. Haben die alle so viel Geld oder was? Das müssen die doch aus eigener Tasche bezahlen. Das bezahlt doch der Alte nicht. Also, da könnt ihr mir doch nicht erzählen. Vor allem geht es ja um Punkte oder was? Mal eben 22, 30 zu schnell. Habe ich mir in die Hose geschissen oder habe ich mir in die Hose geschissen? Ich dachte, mir wäre ein kleiner Reifen geplatzt. Also das war natürlich nichts. Wenn der LKW-Reifen platzt, dann hört sich das noch ganz anders an. Deswegen habe ich da nicht so richtig dran geglaubt. Aber gut, dass da vorne noch Qualm war. Rauch. Ist das spannend. Für bestimmte Tätigkeiten braucht man nun mal Beschäftigte auch im öffentlichen Dienst. Die nehmen auch nicht ab, nur weil weniger Menschen da sind. Der Koalitionspartner SPD hat in der Vergangenheit schon mal anklingen lassen, sich sehr wohl ein Plus bei Lehrern oder Polizisten vorstellen zu können. Heute reagiert Fraktionschef de Pante allerdings erst einmal zurückhaltend. Willst du hin? Deine Spur hört auf. Auch der Realität standhalten, sagt er. Alter. Laut dem Wirtschaftswissenschaftler Ingolf Ragnitz vom Dresdner Auf ein massives Gebäude linker Hand zu. Durch dieses Gebäude geleitete mich ein schummriger Bogengang. Dahinter lag das Heim meines Ja, das wird auch Zeit. Freundes. Dass du endlich mal liegen bleibst. Der Karl, der räuchert nämlich schon eine ganze Weile. Und jetzt räuchert er aber richtig. Da ist was kaputt gegangen. Ja, scheiße. Italiener. Franzose. Blödes Arschloch, ey, ehrlich. So dumm wie Brot, ehrlich. Meine Fresse. Richtig dummer Wichser, ey. Also ist es jetzt der Sascha, oder? Der aus dem Internet, Ja, der gut von der Stimme her bist du. das erkennst du am Funk. Ja. Donnerlittchen. Solange ich jetzt ins Video komme, Ich will erst mal sagen, wer du bist, hier der Schwertel oder was? natürlich. Na gut. Danke. Und wieder
das schlummernde Horn fest umklammert hielten, erstarrten im Nu. Weiter torkelte die Straße der... Was? Beenden?